Nach über 5 Stunden und ein paar sehr kurvenreichen Straßen sind wir gestern dann endlich in Cameron Highlands angekommen. Und da ist gleich mal um 10 Grad kühler. Wir fahren jetzt mal los und fahren auf einen der wenigen Berggipfel, die man auch mit dem Auto auf Malaysia erreichen kann. Auf dem Weg zur Bergspitze sind wir beim Mossy Forest stehen geblieben. Da führt ein kleiner Pfad in den Wald hinein und man kann die mit Moos bewachsenen Bäume bewundern. Und man hat auch einen schönen Ausblick. Ja, das ist wirklich eine Touristensehenswürdigkeit. Das glaubt man kaum, wenn man sich den Weg anschaut, der hierher führt. Wir sind mit dem Auto gefahren und das war abenteuerlich, sagen wir es mal so. Man kann aber natürlich auch eine Tour nehmen und sich chauffieren lassen, dann erspart man sich vielleicht den ein oder anderen nervenaufreibenden Moment. So schnell ändern sich Pläne. Wir haben gerade gelernt, dass Google Maps nicht immer richtig liegt. Im Gespräch mit einem Einheimischen haben wir erfahren, dass der Gipfel, der nämlich in Google Maps angezeigt wird, schon seit mehreren Jahren geschlossen ist. Und am Ende der Straße, nicht beim Mossy Forest, der eigentliche neue Gipfel liegt. Hier kann man 30 Ringgit pro Person zahlen und einen wirklich gut ausgebauten Weg folgen bis zu einer Aussichtsplattform und dort die Aussicht genießen. Cameron Highlands ist auch bekannt für seine Teeplantagen und die meisten dieser Plantagen haben auch Besucherzentren. Wir sind jetzt gerade bei einer der berühmtesten, nämlich bei der Bow-Plantage. Wir haben uns hier an der Bow-Teeplantage schon ausgiebig durchgekostet und der Tee ist wirklich super gut. So gut, dass wir diesen Sack am Mitbringsel mitnehmen. Ich bin gespannt, wie ich den in unsere Rucksäcke bekommen werde, aber eine Herausforderung. Ich hätte nicht gedacht, dass Kaffee mit Tee so gut sein kann. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu den nächsten Sehenswürdigkeiten. Wir wissen noch nicht ganz genau, was das sein wird. Eventuell das Sheep Sanctuary, eine Kaktusfarm, eine Erdbeerfarm. Wir werden mal schauen, was einfach so auf dem Weg liegt und wo wir einen Parkplatz finden, weil es ist erstaunlich viel los. Also wir stauen uns jetzt wirklich seit 2 bis 3 Kilometer so dahin. Es geht nichts weiter. Ja, wir hätten nicht gedacht, dass hier so viel los ist, dass so viele Busse unterwegs sind, dass so viele Privat-PKWs fahren und dass es eigentlich auch recht schwierig ist, vor den Sehenswürdigkeiten einen Parkplatz zu bekommen. Wir werden trotzdem sicherlich was finden und das zeigen wir euch jetzt. Für einen 5 Kilometer Weg haben wir jetzt ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, aber jetzt sind wir da. Also der Cactus Point erinnert uns eigentlich an ein Blumengeschäft bei uns. Es gibt ganz viele verschiedene Pflanzen, Blumen, nicht nur unbedingt Kakteen. Ist wirklich groß und für Einheimische auch sicher sehr nett. Wir würden auch gern das ein oder andere Topfpflänzchen hier mitnehmen. Auch wenn man als Tourist nicht so leicht etwas mitnehmen kann oder auch nicht der große Pflanzenfanatiker ist, ein kurzer Stopp hier zahlt sich auf jeden Fall aus. Es ist eindrucksvoll, welche verschiedenen Pflanzen hier alle wachsen. Und natürlich gibt es hier mitten unter all den Sehenswürdigkeiten auch einen großen Markt. Cameron Highlands ist ja auch für seine frischen Erdbeeren bekannt. Wir haben uns jetzt hier am Markt gerade einen Becher frischer Erdbeeren gegönnt und auch einen Erdbeersaft. Sehr süß, aber auch sehr lecker. Genau, und beides hat jeweils 3 Ringgit, also nicht einmal 70 Cent umgerechnet gekostet.
In Cameron Highlands gibt es auch mehrere Schmetterlingsfarmen, unter anderem 2 direkt nebeneinander. Wir sind jetzt gerade im Butterfly Garden. Hier kostet der Eintritt 10 Ringgit pro Person. Es gibt hier verschiedene Insekten und auch Schlangen zum Beispiel und natürlich Hunderte und Tausende von Schmetterlingen in allen Farben. Nicht alle Sehenswürdigkeiten und Attraktionen hier sind unbedingt unterstützenswürdig. Wir hätten uns unter einem Sheep Sanctuary etwas anderes vorgestellt und dem Tierwohl zuliebe würden wir vielleicht nicht mehr empfehlen, hierher zu kommen. Wir haben jetzt unser erstes Steamboat da probiert. Ist eigentlich wie ein Hotpot. Wir haben einen ganzen Teller voll Tofu und vegetarische Fleischprodukte und einen Teller voll Gemüse. Alles kommt in den Pot und wirklich, wirklich gut, aber sehr spicy. Also gut spicy. Unser Fazit. Also unser Hotel liegt in der Ortschaft Tanarata in den Cameron Highlands. Das ist eine kleine Ortschaft mit mehreren Hotelanlagen und auch einer Gastro- und Essenszeile. Ein paar Kilometer nördlich gibt es dann Brinchang. Das ist eine Ortschaft mit einem großen Einkaufszentrum und ein paar Supermärkten und auch mehreren Restaurants. Und noch ein paar Kilometer nördlich liegt dann Keam Farm. Das ist dann dort, wo wirklich die ganzen Sehenswürdigkeiten sind. Und man muss schon mit mehreren Kilometern Stau jeden Tag rechnen, weil es gibt nur diese eine Straße und es ist ein bisschen chaotisch. Also eine halbe, dreiviertel Stunde für die paar Kilometer muss man schon einrechnen. Genau, und dort befinden sich eben die ganzen Sehenswürdigkeiten. Wir können eigentlich schon einen Besuch hier empfehlen. Die Sehenswürdigkeiten sind zum Beispiel die Teefarm. Die hat uns sehr gut gefallen. Der Tee hat uns super geschmeckt. Wir haben auch einiges eingekauft für zu Hause. Andere Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel das Sheep Sanctuary oder auch die Butterfly Farm haben wir auch besucht, würden wir aber auf keinen Fall nochmal machen. Unter einem Sanctuary hätten wir zum Beispiel was anderes verstanden. Wer auf das Tierwohl achtet, sollte diese Touristenziele, Sehenswürdigkeiten einfach auslassen. Also unsere Empfehlung wäre ein Tag in Cameron Highlands, um eben eine Teeplantage, gerne auch eine Erdbeerfarm oder andere Sachen abzuklappern. Das reicht vollkommen. Oder Mossy Forest. Oh, Mossy Forest waren wir auch, ja. Genau. Außer ihr wollt auch wandern gehen. Das Ganze ist nämlich eine sehr schöne Wandergegend. Es gibt ja sehr viele Routen, die auch ganz gut ausgeschildert sind. Also da könnt ihr dann ruhig einen 2. oder 3. Tag mit einplanen. Und wir sitzen auch schon im Auto. Was haben wir? Einen Proton. Oh, auf meiner rechten Schulter sitzt da einer. Oder? Ja. Das stinkt gut. Okay, das kisselt. Und unser erster Stopp ist ein Berg. Ein Berg. Mal einen... Was wollte ich sagen? Nur heiß. Ich habe nichts geschmeckt. Nur heiß. Und du halt so, es wird schmecken. Also. Also ich kriege auch einen Herzinfarkt. Ja, wird. Opa. Was jetzt? Jetzt sogar. Ja, unter 2 Minuten.